Ja, heute haben wir einen sehr guten alten bekannten Freund von mir hier, den Dr. Ralf Pellmann. Wir sind über die Jahre zusammengewachsen in der Arbeit, kennen uns tatsächlich schon viele Jahre und sind beide sicherlich auch nicht ganz unumstritten, weil wir beide auch Dinge anders angehen. Du Und vielleicht, aber. ja, du auch. Und wir haben einfach viele Themen, die ich glaube, du, wenn du draußen mit dem Thema Sattel konfrontiert wirst, neben deiner Arbeit als Orthopäde in vielen Freizeit- und auch insbesondere sehr vielen Top-Sportstellen, als auch ich logischerweise im täglichen Umgang mit den Kunden, wenn es darum geht, dass man ein Pferd dann, was hier vorgestellt wird, was nicht ganz klar läuft, was nicht in Ordnung ist, zum Tierarzt schicken muss und sagen muss, hey, oder die Befunde mal abspricht. Und da gibt es dann ganz oft, dann poppt es dann so auf, dann hört man natürlich die Meinung auch dann eben von Kollegen von dir und du wirst auch viele andere Sattelthemen zu hören bekommen und da gibt es ja auch eine Vielzahl von verschiedenen Angehensweisen. Und da haben wir gedacht, das bringen wir einfach mal auf den Tisch, dass jeder von uns sich vielleicht einfach mal so ein bisschen mit seinen Themen hier einfach mal einbringen kann. Und deswegen, lieber Ralf, herzlich willkommen, dass du da bist. Finde ich toll. Danke für die Einladung. Wir haben es ein bisschen lange geübt und geplant, bis wir es gewollt haben. Geübt haben wir nichts, aber geplant haben wir es. Und ja, jetzt haben wir es geschafft. So, also herzlich willkommen. Vielleicht gleich zur Sache. Wir haben immer wieder beide auch oft das Thema, wenn wir mit Pferden arbeiten, dass wir manchmal beide so ein bisschen sagen, mein Gott, sind die Pferde, also sind die weniger belastbar heute? Also wir haben ja wirklich viele Phänomene, auch Verschleißerscheinungen, auch bei jungen Pferden schon, bei sehr jungen Pferden schon, wo man sagt, muss das sein, dass ein 3- und 4-Jähriger schon zu behandeln ist? Bei mir mit Sätteln ist es ja oft so, dass man früher gesagt hat, naja, ne, 3-jährig reizt das mal an und dann guckst du 5-jährig nach dem Sattel, nimmst du vorher eine olle Schlurre da, der irgendwie da drauf, dann wird er schon laufen und dann machst du, wenn er 5-jährig und ausgewachsen ist, macht einen Sattel drauf. So, ne, heute, in meinem Bereich ist es so, viele Pferde, klar, anreiten wird immer noch irgendwie gemacht, aber der Sattel kommt drauf, wenn das Pferd 4 ist oder 3,5 ist, weil 5-jährig brauche ich nicht mehr drauf machen, weil der ist am Rücken schon kaputt. So, also das gab es früher ja so nicht und ich glaube, das ist bei dir ähnlich. Kann man das so sagen, dass die Pferde weniger belastbar sind oder gucken wir einfach nur besser hin und haben ein besseres Empfinden? Was ist dein Eindruck? Ja, zum einen muss ich natürlich sagen, ich habe in meiner Jugend viele Pferde geritten und ich habe nie ein Problem wahrgenommen. Das heißt, meine Eigenwahrnehmung war ziemlich gestört. Heute, mit meinem heutigen Wissen, weiß ich, dass ich 2 Pferde an 7-, 8-jährig an Ataxie verloren habe. Das heißt, wir hatten auch schon damals als Beispiel Halswirbelsäulenerkrankungen. Aber ich war damals eben nicht in der Lage, geringgradige Lahmheiten zu erkennen. Und auch damals die Veterinärmedizin, außer Phenylbutazon gab es therapeutisch nicht viel. Also da hat sich sehr viel verändert. Ja. Natürlich haben wir heute auch einen anderen Pferdetyp als damals. Das heißt, wenn wir heute ein Pferd im Grand Prix vergleichen mit einem Pferd vor 30 Jahren, dann ist da eine ganz andere Bewegungsdynamik dahinter. Und diese Bewegungsdynamik führt natürlich zu einer viel höheren Belastung der Beine und des gesamten Körpers. Insofern glaube ich schon, dass wir auch mehr Probleme haben. Was mich aber tief geprägt hat, ist das Wissen oder die Erfahrung, dass wir es häufig mit angeborenen Veränderungen zu tun haben. Ja. Das heißt, das normale, gesunde oder das normale 3-, 4-jährige Pferd hat schon Probleme, obwohl es noch gar nicht gearbeitet worden ist. Und das hat mich sehr stark zum Nachdenken gebracht. Das ist also so spezifisch. Ja. Ja, gut, aber es ist ja im Prinzip auch, ich sag mal, wir haben ja schon die Gelegenheit gehabt, hier mit Katharina Roos mal zu sitzen und mit einigen anderen auch schon mal diskutiert und das zieht sich ja wie eine klare Linie durch alle Gespräche durch, dass man eben schon sagt, okay, Mensch, die Pferde und ich weiß immer gar nicht, was so die Erwartungshaltung ist. Ich meine, wenn ich eine Eigenschaft bei einem Pferd züchte, das ist jetzt, und das gilt bei Springpferden ja genau wie Dressurpferde. Also wenn ich jetzt irgendwie will, dass das Vorderbein jetzt mehr in die Luft geht oder die Pferde schneller sind am Sprung oder eleganter, exaltierter traben oder was auch immer, dann muss ich ja das Skelett, die Bänder, die Sehnen, die Muskeln, die Veranlagung dieses Pferdes mit einem Zuchtziel, was genannt ist, genetisch über den Zuchtfortschritt, also durch Selektion und Auswahl, dann einfach dort zu einem Pferdetyp hin selektieren, den ich dann eben haben will. Und wenn ich das eine Bein höher haben will, dann kann ich ja, wenn ich nicht völlig außer Acht lassen will, dass so ein System irgendwie auch noch funktionieren will, bekomme ich womöglich an anderer Stelle weniger.
Und ich würde für mich in meinem Bereich, kann ich glaube ich wirklich sagen, gibt es eine ganz simple Regel: Je mehr sich etwas bewegt, desto mehr kann der Reiter stören. Je mehr sich ein Pferd bewegt und je mehr Bewegungspotenzial es hat, desto eher haben wir ein Ausrüstungsproblem. Und je mehr ein Pferd sich bewegt und je mehr Potenzial es hat, desto schneller geht es auch kaputt. Würdest du das unterschreiben? Absolut. Weil Aber das ist ja jetzt kein Gendefekt oder sowas oder krank oder dass man sagt, Entschuldigung, wenn ich da jetzt gleich reingehe, sondern es ist ja erstmal schon mal die Grundannahme, dass der züchterische Erfolg, den wir alle haben wollen, den auch keiner zurückmachen will, ist ja schon mal per se problematisch in gewisser Weise. Also löst ja schon was aus. Plus die ganzen genetischen Probleme, die dazukommen können, eventuell. Es ist aber sehr vielschichtig, das Problem. Auf der einen Seite brauchen die Profis natürlich immer bessere Pferde, die mehr Bewegungspotenzial haben. Und auf der anderen Seite haben wir viele Reiter, die diese Pferde gar nicht mehr bedienen können. Ein mir bekannter Mensch, der vor mir sitzt, sagte mal, dass die Pferde nur noch in der kontrollierten Verspannung geritten werden, weil der normale Reiter diesen Schwung gar nicht mehr sitzen kann. Ja. Das beobachte ich mit Sätteln auch. Je besser er trabt, desto schlechter können sie sitzen und desto mehr wünschen sie sich ihren klemmenden Sattel wieder. Ja. Als ich jung war, waren die Alter maximal die Reiter 25 Jahre alt. Das heißt, man hat geritten von 12, 14 bis 25 und dann hat man aufgehört. Heutzutage haben wir ganz viele Reiter, die deutlich älter sind, die Spaß haben an dem Hobby, was ja auch korrekt ist. Und mir macht das Reiten ja auch sehr viel Spaß, aber man ist nicht mehr so elastisch und deswegen behindert man häufig das Pferd. Ja. Und das können diese extrem bewegungsstarken Pferde nicht ab. Ja, auch da die Parallele zu meiner Arbeit, weil die Leute, also oft ist das ist mehr so die Branche jetzt mit den Manualtherapeuten, die dann in den Stall kommen, die lassen sich ihr Pferd auch nicht vorreiten oder irgendwie sowas, sondern die gucken sich das Pferd im Stehen an oder maximal mal an der Longe. Und dann gibt es immer Hinweise für uns als Sattelfitter, ja, der Sattel muss so, der muss so oder so. Das Pferd spürt immer Sattel und Reiter zusammen und ich kann den perfektesten Sattel für das Pferd anpassen, wenn der Mensch da oben drauf rumhopst und eben vielleicht auch mit seiner nicht mehr kontrollierten Körperfülle physikalisch Schaden anrichtet, dann kann kein Sattel dieser Welt das retten. Also das ist genau das, was wir auch empfinden und feststellen. Und ich glaube, wie du sagst, es potenziert sich über die Beweglichkeit des Pferdes. Also das Problem wird größer, je mehr ein Pferd sich bewegt. Aber du hast eben angedeutet, dass es eben auch schon Pferde gibt, die 3- und 4-jährig Probleme mitbringen, die, glaube ich, nicht das beschreiben, was ich jetzt gerade angefangen habe, sondern darüber hinaus auch noch Schwächen in sich tragen, die dann vielleicht auch noch mal größere Probleme ausmachen. Das meintest du richtig? Genau. Es gibt ein sehr prägendes Erlebnis in meinem Leben und das ist, dass ich mir das erste Pferd gekauft habe mit meiner Frau zusammen, roh, nicht geritten. Und wir haben das Pferd angeritten. Das Pferd hatte vom ersten Anreiten Gurtzwang. Das Pferd war, wenn es lahm war, über die Jahre immer hinten rechts lahm. Und es war immer in der Rechtsbiegung schlecht. Also hat man weitergeritten, hat versucht, das zu verbessern. Aber immer wieder war die Diagnose hinten rechts Fesselträgererkrankung. Und wenn wir die nicht frühzeitig erkannt hatten, hatten wir Überlastungsprobleme nach vorne links. Dann fing das Pferd an, 5-, 6-jährig, dass die Zunge rauskam. Da dachte ich mir, kannst du nicht mehr reiten, ist deine Hand zu hart? Und 7-, 8-jährig fing mein Pferd an, vorne rechts zu stolpern. Das habe ich auch nicht verstanden. 9-jährig habe ich mich mit der Stute beim Dressurreiten auf die Klappe gelegt. Das heißt, das Pferd hat beide Vorderbeine verloren. Ich hatte schon keine Lust mehr, dieses Pferd zu reiten, aber für mich kommt es als Tierarzt eben nicht in Frage, nur weil das Pferd nicht gut genug ist, das Pferd wieder abzugeben. Und 13-jährig wurde mein Pferd hochgradig ataktisch. Ataxie ist eine Störung des zentralen Nervensystems, deren Ursache meistens in der Halswirbelsäule sitzt. Und da war dann die Notwendigkeit, den Hals zu röntgen. Und die Halswirbelsäule meines Pferdes war grottenschlecht. Selbst mit heutigem Wissen nach vielen tausend Pferden, die ich geröntgt habe. Und ich glaube, dass ich einfach 10 Jahre meinem Pferd Unrecht getan habe und dass ich alle Stadien der Halswirbelsäulenerkrankung inklusive Lahmheiten
Zungenprobleme, Stolpern am eigenen Pferd erlebt habe. Und das hat mir einfach sehr, sehr zu denken gegeben und mein gesamtes Weltbild über auch die Orthopädie verändert. Das ist interessant, weil ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich erinnere mich auch an manche Brittpferde, ich habe ja meine persönliche Vita, ich habe ja weniger mich Richtung Topsport orientiert, sondern ich habe viel Korrekturpferde gehabt. Das war so meine persönliche Passion, das hat mich auch mal zur Sätteln gebracht. Und da muss ich sagen, sind auch manche bei, wo ich heute schlechtes Gewissen habe, was man denen hätte helfen können, wenn man denen einfach mal medizinisch geholfen hätte, wenn man mal verstanden hätte, was die eigentlich für ein Problem hatten. Weil ich glaube, das gab es auch schon immer. Das Ding ist nach meiner persönlichen Theorie ist eben auch, und da wirst du ja auch von deinen Kollegen kritisiert, das ist ja, der Halswirbelsäule, da kommt er jetzt um die Ecke, das gibt schon ganz lange und glaube ich auch, ja. Aber ich glaube, dass diese Probleme, die die Halswirbelsäulen-Themen auslösen, wiederum durch eine Zucht, die ein beweglicheres Pferd produziert, noch viel mehr verstärkt werden. Das heißt, wenn ich so ein bisschen gerades Vorderbein und ein Pferd ohne Rückentätigkeit, so wie sie eben 1912 waren oder bis in die 80er Jahre waren, des letzten Jahrhunderts, dann war das auch nicht so schlimm und nicht so sichtbar. Und durch diese enormen Fortschritte, durch die künstliche Besamung und die ganzen neuen Zuchtmethoden, sind die Pferde halt viel, viel beweglicher geworden. Und man sieht es mehr und das System als Ganzes wird immer schwächer, weil logischerweise, wo sich viel bewegt, kann man viel stören. Und wenn dann on top diese Geschichte noch mit der Halswirbelsäule problematisches Stufen, Verdrehungen, was diese ECVM-Geschichte, was es alles da so gibt, dann ist es ja relativ wahrscheinlich, dass das dann auch viel größere Probleme macht, als wenn ein Pferd sich ganz wenig bewegt. Also in seinem Körper. Probleme macht so oder so. Und ich glaube, dass man drüber wegreiten und konnte oder dass man drüber wegschauen konnte oder dass es nicht so aufgefallen ist, vielleicht als wie es heute auffällt. Und das ist ja auch, glaube ich, das, was so ein bisschen die Schwerpunkte verändert. Wenn ich mir überlege, wir sind ja ein Alter, früher hieß es immer, jeder zweite Hufrolle, wenn man eine Röntgenuntersuchung hatte oder Ankaufsuntersuchung. Es ging eigentlich immer nur darum, hat der Hufrolle oder nicht. Chips war dann auch nochmal, aber das, was anderes war eigentlich nicht so richtig das große Thema. Und heute haben wir ja ganz andere Themen. Also die Schwerpunkte haben sich schon verändert, oder? Das ist ein sehr spannender Punkt, weil wir haben es durch Zuchtselektion geschafft, die Häufigkeiten von Hufrollenerkrankungen oder Spatt deutlich rauszuzüchten. Das heißt, wir sind also in der Lage, wir erkennen ein Problem, wir haben evidenzbasierte Studien, sagen, das ist nicht gut und können durch Selektion, Röntgenaufnahmen im Vorfeld von Auktionen oder Kürungen sagen, die wollen wir nicht. Und genau dieses Prinzip, das brauchen wir auch für andere Dinge. Ja, offensichtlich. Da gibt's ja, weil es ist ja keiner darauf vorbereitet auf diese Pferde. Das ist ja das, was ich jetzt sehe. Also ich entschuldige, wenn ich das so frech sage, aber ich kriege ja auch die Rückmeldung, wenn wir jetzt hier dann Kunden haben, die sagen, ja, ich war aber beim Tierarzt, der hat den Hals geguckt, das ist alles tipptopp. So, und dann sieht man das Pferd. Also ich als Laie, der jeden Tag damit zu tun hat, zwangsläufig habe ich auch den einen oder anderen, wo ich dann sage, boah, vielleicht müsst ihr vielleicht noch mal eine andere Meinung holen. Dann geht er zu jemand anders und der sagt, Hals ist Katastrophe. Also gleiche Pferd, ne? So. Das zeigt für mich ja nicht, dass der Dorftierarzt oder vielleicht auch der Orthopäde und die große Klinik, wo die teilweise sind, wo sie dann ein positives, also im Sinne von nicht von Befund positives, sondern im echten Sinne positives Ergebnis bekommen haben. Nein, nein, der hat nur eine Verspannung oder der hat dies und das und jenes und dann der nächste Tierarzt sagt das Gegenteil. Zeigt mir ja, dass die Veterinärmedizin auch ähnlich wie die Ausbildungsvorgaben aus der klassischen Reitlehre von 1912, darf man nie vergessen, als auch die Richterei, als auch die Haltung. Das ist ja, ich glaube, wir sind alle nicht vorbereitet für diese beweglichen Pferde. Wir im Sattelbau auch. Wir müssen Dinge erfinden, um das Problem zu lösen und tun das ja auch aktiv und haben gute Ergebnisse damit. Aber man hat trotzdem das Gefühl, es ist irgendwie so eine Art Wettlauf, dass man immer hinterher ist, dass man immer versucht, dieses irgendwie wieder einzufangen, was da züchterisch sich schon entwickelt hat. Und da gibt es natürlich auch Auswüchse. Das ist völlig richtig. Also mein Eindruck ist, dass wir da tatsächlich ein ganz schönes Brett zu bohren haben. Du bist da ja sehr aktiv. Aber ich glaube, man kann schon mal so als Zwischenfazit einmal ganz klar sagen, wir haben ein anderes Pferd da als vor noch 10, 20, 30 Jahren, und zwar in der Breite. Sicherlich ausgelöst durch die Zuchtziele und dem Nichtwissen oder dem nicht als Problemempfinden von diesen Themen, jetzt unter anderem eine Halswirbelsäule, das ist ja dein Schwerpunkt.
da ist was zu tun, das ist, glaube ich, so. Da hast du, glaube ich... Also ich glaube, das hat eine ganze Reihe Ebenen. Mich stark geprägt hat eben, dass ich selber reite und mir die Frage gestellt habe, warum Dinge nicht funktionieren. Ja. Und dann habe ich ja viele Jahre in der Klinik gearbeitet und habe mich dann selbstständig gemacht. Und ich habe draußen in der Praxis ganz viele tolle Menschen kennengelernt, die zum Beispiel im Bereich der Manualtherapie sehr gut sind, die Dinge gefühlt haben, die ich nicht fühle. Und habe mir dann die Frage gestellt, warum fühle ich das nicht? Und wir sind im Bereich der Veterinärmedizin so erzogen, dass wir eben vielleicht Lahmheiten erkennen, dass wir diese durch verschiedene Maßnahmen auf den Punkt bringen können. Aber wir sind nicht dahingehend erzogen, dass wir das Pferd in der Gesamtheit versuchen zu fühlen, gucken, wo sind Verspannungen, wo sind Schmerzpunkte. Und das hat mich damals vor vielen Jahren enorm zum Nachdenken gebracht, warum ich Dinge nicht wahrnehme. Und da will ich auch ein Beispiel mal eben schildern. Wir haben früher immer sehr gelästert über die Manualtherapeuten, die alle Erkrankungen vom Kreuzdarmbeingelenk festgestellt haben. Und dann kam ein Pferd mit einer Lahmheit hinten rechts und ich hatte alles behandelt, was man so behandeln kann, aber eben nicht das Iliosakralgelenk. Und habe das dann zum ersten Mal in meinem Leben behandelt und das Pferd war lahmfrei. Und dann habe ich nur gedacht, hey, vielleicht haben die anderen doch recht gehabt und ich war auf dem Holzweg. Das heißt, ich muss eben Kritik zulassen, um mich dann zu verbessern, um darauf einzugehen. Und das ist, finde ich, eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit, anderen zuzuhören und dann zu lernen und dann das umzusetzen. Ja gut, das ist, glaube ich, in unserer beiden Branchen nicht besonders populär. Kritik kommt gar nicht gut. Und ist aber angebracht und ist auch ja notwendig, sonst geht es ja nicht weiter. Aber dieses mit dem Manualtherapeuten, dieses Manual ist ja letztlich schon im lateinischen Wort verankert, hat ja was dazu mit Anfassen, mit Pferde anfassen, mit Abdrücken. Und ich sage mal so, ich bin weder Manualtherapeut noch bin ich Tierarzt, habe den ganzen Tag was damit zu tun, vorsichtig gesagt. Ich finde ja, dass man viele Sachen, wenn man ein Pferd anfasst, auch fühlen kann. Also also bei vielen Kundenpferden, also wenn man denen da am Hals, ich meine, du hast mir ja ein bisschen was gezeigt und einige deiner Kollegen, mit denen ich arbeite, auch, um einfach mir so ein bisschen noch und ich bin ja auch nicht völlig blöd, man kann das ja auch anschauen. Da stellt man tatsächlich fest, also die Pferde haben ja Schmerzpunkte, die reagieren ja. Also gerade ISG, Kreuzdarmbeingelenk, also das finde ich ganz klassisch. Also man toucht da hinten einmal dran und viele Pferde, die gehen wirklich, also die setzen sich fast hin, solche Schmerzen haben die. Und alle anderen grabbeln immer oben in der Sattellage rum und lösen diese Reflexpunkte aus. Wenn das Pferd dann so macht, dann hurra, gibt es einen neuen Sattel. Das ist natürlich Quatsch, wenn ein Pferd, also wenn es nicht schmerzhaft ist, sondern einfach nur empfindlich ist, dann ist es ja auch gut. Ein Pferd soll sich ja bewegen können. Aber im Kreuzdarmbeingelenk soll es das ja nicht. Also da kann man ja ohne Röntgenbild und ohne diese ganzen Maschinen, die es da jetzt gibt, auch was rausfinden. Das beobachte ich tatsächlich bei vielen deiner Kollegen sehr wenig. Also viele fassen die Pferde nicht an. Das finde ich irritierend. Weiß nicht. Also ich kann natürlich nur das sagen und beschreiben, was ich mache. Und für mich ist es immer ganz wichtig, im Rahmen einer jeden Untersuchung ein Pferd vom Kopf bis zum Schweif und alle Beine abzufühlen, links und rechts. Und wenn man das über Jahre macht, dann bekommt man einen Eindruck, wo Verspannungen sind, wo etwas wehtut, wo Bewegung eingeschränkt ist. Und Pferde sind einfach super ehrliche Geschöpfe. Die können sich nicht verstellen, die können nicht sagen, heute zeige ich mal dort Schmerzpunkte an, die nicht vorhanden sind, sondern Pferde sind im Hier und Jetzt und zeigen an, ob etwas wehtut oder nicht. Und wenn man sich daran orientiert im Rahmen seiner Untersuchung, dann kommt man sehr viel weiter. Ja, das kann man, glaube ich, immer so stehen lassen. Und noch einen Satz vielleicht zu ergänzen, was ich ja selber auch mit Pferden erlebt habe hier. Ich finde auch durchaus ein Pferd zu verstehen in seiner Anatomie. Also jetzt zum Beispiel in der Halswirbelsäulen-Thematik habe ich ja auch 1, 2 Fälle jetzt wirklich am eigenen Leibe hier mit unseren Pferden erlebt. Also es macht ja auch keinen Sinn, das 3. Mal den Fesselträger hinten rechts zu behandeln, so wie du es erst beschrieben hast, ja mit deinem Pferd, wenn die Ursache aus einer deformierten Halswirbelsäule kommt und das Pferd immer kompensatorisch da entsprechend eben abstützen muss. Aber genau das wird fachlich noch anders gesehen. Ja, das höre ich auch oft. Wir haben eben die Frage, die ich mir immer gestellt habe, ist, warum wird ein Pferd lahm? Und macht Sinn. Ich glaube nicht an die akute Verletzung, das ist selten, das gibt es natürlich, das Pferd auf der Weide rumgetobt und Zerrung von der Sehne.
Die häufigste Ursache von Lahmheiten nach meinem Verständnis ist die chronische Fehlbelastung. Ja. Und jedes Pferd, was sich auf der linken Seite nach links nicht gut biegen möchte, wird langfristig Probleme, Lahmheiten entwickeln, meistens hinten links. Und ich glaube einfach, dass man, um diese Lahmheiten langfristig zu therapieren, man auch die Ursache für diese Bewegungsstörung mitbehandeln muss. Das ist eigentlich logisch. Ja, aber... Das ist eigentlich logisch, aber das ist das, wo wir ja auch viel zu tun haben. Das ist ja, der Sattel schießt es dann oft ab. Deswegen sind wir auch oft im Gespräch, natürlich, weil ich sag mal, wenn sowieso schon ein System schwach ist und ein System angegriffen ist und dann setze ich noch einen Menschen drauf da mit 60 Kilo und schnall den Sattel zu, dann ist das ja wie ein Verstärker für jede Art von Problem. Deswegen sind wir ja oft die Auslöser und die Buhleute mit den Sätteln. Da liegt es am Sattel, aber das Pferd ist dann schon mal nicht mal gesund. Und meine Beobachtung, ich weiß nicht, ob du das auch so schreibst, ich finde, es ist bei Sport- und Freizeitpferden tatsächlich gleich. Also die Sportpferde sind ja im Moment so ein bisschen, oder die Sportreiterei ist ja so ein bisschen im Verruf. Das sollte sagen, ja, und er verdient sein Geld damit und er missbraucht sein Pferd. Und also ganz ehrlich, ich sehe hier keine Priorität. Die Freizeitpferde sind genauso lahm wie die Sportpferde. Ja, die lieben ihr Pferd vielleicht als Hauptberuf und die anderen verdienen ihr Geld damit, aber fürs Pferd ist egal. Also ich habe nicht den Eindruck, dass das eine oder das andere schlimmer ist. Wie siehst du das? Im Grunde genommen genauso, aber mit anderen Argumenten. Die Profireiter können ein Pferd, welches vielleicht geringgradige orthopädische Probleme hat, durch ihre große Kunst, ein Pferd besser zu reiten, am Laufen halten. Aber sie führen die Pferde viel häufiger an die Leistungsgrenze. Das heißt, sie wollen gerne Grand Prix reiten oder über 1,60 Meter springen und dann ist die Belastung natürlich unglaublich viel größer. Bei den Freizeitreitern ist es so, dass die große Kunst ist, das locker mitschwingende Becken auf einem schwungvollen Pferd hinzubekommen. Häufig fehlen bei den Freizeitreitern die reiterlichen Skills und ich behaupte in keinster Weise, dass ich diese habe, aber der Unterschied zwischen der Qualität Profi und Amateur wird in meinen Augen immer größer und wir haben 90% der Reiter sind Amateure. Ja. Das darf man nicht vergessen. Ja. Und deswegen ist meine Überzeugung, dass wir ein Pferd brauchen, was einfach stabiler ist. Aber nichtsdestotrotz erlebe ich ganz viele Kunden, die den Traum haben, das S-Dressurpferd oder das S-Springpferd zu kaufen, können aber eigentlich nur im unteren Segment reiten, unteren Reitsportsegment heißt meinetwegen AL, Dressur, Springen und sie fügen dann den Pferden häufig eben ein wenig Schaden zu. Ja, oder auch mal mehr. Also für mich ist Reiten Sport. Das ist das, was ich jetzt hier sehe. Also das ist ja auch bei den Sätteln die große Suche nach Hilfe, dass Leute wirklich eine Unterstützung suchen in den Sätteln, die der Körper nicht hergibt. Und natürlich ganz schlimm ist die Schiefsitzerei, dass also Leute, die den ganzen Tag im Bürostuhl sitzen, plus ihre natürliche Schiefe, die bei Menschen ja genauso ist wie bei Pferden, sind aber nicht willens, das zu trainieren, also nicht mehr als einmal die Woche. Und dann bestellen sie sich Dienstleister her, jetzt den Sattel, den Tierarzt, den Manualtherapeuten und die sollen ihnen alle zuarbeiten und dann googeln sie die auch und die wollen von allen 100%. Die wollen den besten Tierarzt, die wollen den besten Sattel und die wollen also das beste Management, Maintenance und dann fragt man die mal, wie viel Prozent sie selber in der Lage und willens sind zu leisten für dieses Pferd und dann sind wir mal bei 20% und mal bei 30%, weil dann gibt es der Beruf nicht her, der Körper nicht mehr, das Knie hat Arthrose, Übergewicht, was auch immer. Also das ist schon nicht ganz unproblematisch und ich glaube, wie du sagst, es ist leichter tatsächlich bei Pferden, die sich nicht so aufwendig bewegen. Diese Defizite, die ich ja nicht wegmachen kann, die bleiben ja. Da haben die Pferde sicherlich weniger zu erleiden, als wenn sie dann auch noch überbeweglich sind. Das ist schon so, ja. Ich hatte mal einen Kunden, einen Springreiter, und der hatte das 5. Pferd hinten rechts lahm. Und dann sagte ich zu dem Reiter, nun geht doch mal die Stallgasse ohne Pferd rauf und runter. Und dann hielt er sich so schief. Und dann habe ich gesagt, was hast du denn? Sagt er, ja, ich bin auf die Schulter gefallen. Das tut mir schon ein paar Wochen, Monate weh. Habe ich gesagt, okay, dann würde ich sagen, dann lass erstmal du dich behandeln. Ja. Damit du nicht alle Pferde wieder lahm reitest, weil man diese Schiefe eben mit aufs Pferd nimmt. Und das ist den wenigsten bewusst. Ja, wir experimentieren gerade, haben jetzt gerade ein System tatsächlich zum Patent angemeldet, um Leute wirklich mit Einschränkungen, eigentlich ursprünglich, haben wir für eine Parareiterin, die jetzt auch in Paris ganz gut war, gebaut,
dass wir die im Sattel gerade hinsetzen. Und dann haben wir das mit normalen Sportreitern probiert, also auch nicht mal mit Freizeitreitern, sondern mit Sportreitern. Funktioniert mega. Also die Pferde sind so viel besser, wenn ich den Reiter einfach mal annehme als Problem und sage, wir lösen das Problem jetzt und wünschen uns nicht, dass er in Zukunft das und das trainiert, sondern wir sagen, okay, komm, sinnlos, ich setze dich jetzt mal gerade hin, mal sehen, was passiert. Das ist mega cool. Also da arbeiten wir gerade dran, das ist ganz cool. Und was ich auch feststelle, ist, wenn man sich die Reitlehre, da bin ich durchaus kritisch, also das ist ja eine Heeresdienstvorschrift von 1912 gemacht für militärisch und also körperlich vorselektierte Männer, Kavalleriesoldaten 1912, denen eine Richtschnur zu geben, wie sie eben das damalige Mehrnutzungs- und Kavalleriepferd, also Militärpferd, möglichst lange gesund erhalten sollen, damit es eben seine Arbeit tut. Weder unter Sportaspekten noch Freizeitaspekten, sondern so. Und das ist ja relativ sklavisch bis heute geblieben. Es gibt wenig Modifikationen. Das ist auch brillant in vielen, vielen Punkten und da stehe ich auch zu 1000% hinter. Aber es ist so ein bisschen so, wenn ich ein iPhone 1 habe und mache nie ein Software-Update, da wird kein Mensch auf die Idee kommen. Also, dass man das mal diesen Pferden anpasst, das finde ich schon auch gut. Dass man mal eben nicht sklavisch, oder anders gesprochen, wenn ich ein Pferd habe, was für eine 7 Schritt geht, eine 6 Trab reitet und eine 6 galoppiert oder einen Sprung macht eben für eine 6,0. Da war früher die Arbeit auch des Bereiters nach der Kavallerie, der dann eben schon Sportreiter war, dass er eben durch sein Reiten den Schritt irgendwie erhält und aus dem 6 Trab kann man reiten, kannst eine 8 rausreiten und kontrollierte Spannung ist in dem Umfeld natürlich vielleicht auch irgendwie was nicht so positiv besetzt ist. Aber am Ende brauchte der Reiter ein Werkzeug mit seinem Sattel, um sein Pferd besser zu machen. Wenn die aber geboren werden mit 7, 8, 8, dann braucht der Sattel heute und der Reiter den Job, sei bloß klein, sei leicht, beweg dich nicht, störe dein Pferd nicht. Das ist ja auch ein anderer Job und das ist letztlich auch was, womit wir mit konfrontiert werden, wo auch die Reitlehre nicht wirklich zu passt. Da gibt es auch wirklich aus meiner Sicht was zu tun. Das ist ähnlich wahrscheinlich wie bei euch in der Veterinärmedizin. Ich habe eine letzte Frage, die mich so ein bisschen treibt. Wir haben ja ein Forschungsprojekt zusammen mit der Uni Leipzig jetzt hier losgelegt mit unseren Pferden hier vor Ort, mit Sportpferden. Da bist du ja auch mit involviert gewesen. Da haben wir auch unsere ganzen befreundeten Tierärzte hier aus der Region mit dabei gehabt. Die waren alle ganz begeistert, was wir hier gemacht haben. Und da gibt es auch bestimmt auch tolle Ergebnisse demnächst. Da war ja die Uni Gießen dabei, die Uni Leipzig dabei, Kopenhagen. Das war schon international, das war sehr, sehr spannend. Und wir haben aus den guten Erfahrungen heraus ja jetzt noch ein paar andere Sachen rausgelöst. Deswegen sind wir so ein bisschen reingerutscht, oder ich persönlich ein bisschen reingerutscht, auch in diese Forschungs- und Wissenschaftswelt. Und eine Sache, obwohl ich selber ja auch mal an der Uni mal begonnen habe zu studieren, aber nicht, also diese Gläubigkeit von klinischen Studien, da habe ich mal so ein bisschen jetzt angefangen, meine Probleme mitzukriegen. Also ich habe ein ganz konkretes Beispiel. Wir haben in der Sattelanpassung haben wir die Geschichte, also man soll nach dem Reiten den Sattel abnehmen und da soll eine Schweißfläche sein. Ja? Und da gibt es 2005 eine Doktorarbeit, ich glaube Uni Zürich ist das gemacht worden, dort in Zusammenarbeit mit Sattlermeistern in der Schweiz. Und die haben dann Druckmessungen gemacht. Da gibt es ja dieses Pliant-System, ist eigentlich nur eine verbesserte Orthopädie-Schuhmessmatte, die auch nur so messen kann. Der ganze Rest ist Software, ist so ein bisschen grenzwertig, aber was Besseres gibt es eben nicht. Und damit wird gearbeitet, haben wir ja jetzt hier auch gemacht, aber die Techniker waren schon sehr kritisch über die Qualität. Aber wenn es nichts anderes gibt, nimmt man eben das. Und jetzt stellt sich aber raus, und deswegen das Beispiel, dass diese Dry Spots, also trockene Stellen unterm Sattel, nachdem man den abnimmt, also keine gleichmäßige Schweißfläche, sondern so trockene Stellen, dass das immer dann passiert, wenn die Pferde besonders gut gegangen sind. Und wenn die Reiter sagen, heute war ein super Tag. Und das insbesondere auch bei Pferden ist, denen eigentlich die Muskulatur in dieser Region, Trapezmuskel, hinteren Bereich zum Latissimus raus, also wo die sich gut entwickelt. Währenddessen die Pferde, die gleichmäßig geschwitzt sind, oft überhaupt gar keine Rückentätigkeit gezeigt haben. So, und dann haben wir dieses Ganze mal ein bisschen analysiert und ja auch nicht, ich als Laie jetzt und nur mit Sätteln, sondern haben wir ja auch mit Orthopäden, mit Tierärzten, dann aber auch mit den Sportwissenschaftlern da von der Uni Leipzig drüber gesprochen. Es ist ja so, wenn man diese Technik anguckt, mit der gemessen worden ist, wie gesagt, es misst nur das Gewicht des Reiters und des Sattels runter auf das Pferd.
Und das möchte man gleichmäßig verteilt haben. Was da bei dieser gesamten Technik nicht messbar ist, die Drücke von der Seite. Und was schon mal gar niemand auf dem Zettel hat, ist, dass dieses Pferd sich darunter bewegt. Das ist überhaupt nicht angekommen in der wissenschaftlichen Analyse des Problems. Sondern dort wollte man eben eine simple Lösung haben, sage ich jetzt mal ganz frech, was man ja jetzt einer Uni erstmal nicht unterstellt, um jetzt eine konkrete Frage zu beantworten. Und die ganzen anderen Fragen rundherum sind ja dann in so einer Studie auch erstmal nicht relevant, sondern man fokussiert sich auf die Frage, was Vorteile und was Nachteile hat. Aber in diesem Fall ist es dann schon auch ein bisschen verrückt, weil das Pferd unterm Sattel bewegt sich ja massiv, insbesondere in der Widerrissituation. Deswegen ja meine persönliche, sehr offene Kritik an der Idee des Maßsattels, weil das stehende Pferd und das sich bewegende Pferd bei diesen modernen Typen sind ja komplett unterschiedlich. Die Mobilität ist sehr groß und dann drückt von unten das Pferd gegen den Sattel. Insbesondere je besser es sich bewegt und je mehr es sich aufwölbt, desto mehr drückt es. Und von oben drückt der Reiter mit dem Sattel gegen das Pferd. Und dann bekommen wir am Trapezmuskel in der Region im Hinteren so nierenförmige, trockene Stellen, diese Dry Spots. Und je größer die sind, desto besser ist es. Und je deutlicher sie sind, desto klarer ist eigentlich das Ergebnis. Und wir wissen heute, das ist das, was wir suchen. Das heißt, Short End von der ganzen Geschichte. Wir haben eine wissenschaftlich evidente Studie, die auch State of the Art ist, soviel ich weiß, die ganz klar sagt, nein, du sollst keine Dry Spots haben, wenn du einen Sattel an hast. Und wir haben die Praxis, die ganz klar zeigt, das Gegenteil ist richtig. Das hat mich dazu gebracht, mal zu fragen, warum glauben Tierärzte, da bin ich jetzt mal einfach ein bisschen pauschal, so uneingeschränkt an Studien. Und ich meine, es gibt ja diesen Spruch, wer heilt, hat recht. Ich meine, du bist ja auch in der Kritik, weil du Dinge anders machst und auch vor offizieller Studienlage angefangen hast, Pferde zu behandeln, eben an ihren Problemen aus deiner Geschichte heraus, die du beschrieben hast. Aber das frage ich mich jedes Mal, warum diese sklavische Studiengläubigkeit, ist das ein Haftungsproblem oder also woher kommt das, dass keiner mal sagt, ich probiere jetzt mal was, um dem Pferd zu helfen? Das Ganze hat natürlich mehrere Ebenen. Zum einen ist sich an evidenzbasierten Studien zu orientieren, eine ganz wichtige Richtschnur für Tierärzte zu sagen, das ist erforscht, das ist abgesichert und das hat ja auch im Rahmen des Röntgenleitfadens zu einer deutlichen Veränderung geführt. Das heute haben wir die Röntgenklassen abgeschafft, wir orientieren uns an Risikobefunden und Nicht-Risikobefunden und das ist nur aufgrund evidenzbasierter Studien möglich. Das wissen übrigens außer Tierärzten nicht viele Menschen da draußen. Das wäre schön, wenn ihr das mal kommuniziert. Genau, das gut, Kommunikation ist noch eine andere Sache. Ja, aber sich an Studien zu orientieren, ist erstmal eine ganz wichtige Schnur. Es gibt natürlich von der wissenschaftlichen Aussagekraft unterschiedliche Studien. Das ist abhängig von der Anzahl der Probanden, die man benutzt hat. Das ist von den Untersuchungsmethoden und so weiter, von verschiedenen Faktoren abhängig. Und wenn man eine hochwissenschaftlich evidente Studie hat und das schafft aber kein Tierarzt, diese in der Nature, im Fachmagazin zu veröffentlichen, dann hat man echt was geschafft. Das Riesenproblem ist natürlich, wenn ich mich nur an Studien orientiere, dass ich manchmal auch neue Wege nicht erkenne. Ja. Und für mich war es halt frühzeitig so, einen Zusammenhang zu sehen zwischen Schmerzen am Hals und auch Lahmheiten, was mich tief geprägt hat, mit dem ich Erfolg hatte bei vielen Pferden. Ja. Und deswegen hinkt manchmal vielleicht die Wissenschaft hinterher oder vielleicht bin ich auch nicht schlau genug, aber ich komme einfach mit dem Weg, die Ursache von Lahmheiten zu suchen, welches der Hals sein kann, der Rücken, der Sattel oder der schiefe Reiter, deutlich weiter. Das heißt, nur das Pferd, was sich in seinem Körper wohlfühlt beim Reiten, wird auch nicht lahm. Und deswegen glaube ich, dass man manchmal Dinge ausprobieren muss, um zu schauen, wo einen der Weg hinführt. Ich habe auch schon Dinge ausprobiert und habe sie wieder gelassen, weil sie eben nicht diesen gewünschten Erfolg gebracht haben. Aber du würdest schon auch sagen, dass es in der allgemeinen Stimmungslage in der Veterinärmedizin ist es eher, dass man sich auf diese klinischen Studien zurückzieht, bevor man jetzt irgendwie Dinge ausprobiert oder auch, also es ist ja auch schlau, dass nicht jeder irgendwas rumspritzt oder so, das will ich gar nicht damit sagen, aber dass man, also ich habe jetzt aus dieser Frustration heraus mit diesen Dry Spots, habe ich mal ein bisschen geguckt, da gibt es ja in England viele Studien, dieses Sue Dyson, die ja immer genannt wird, auch in Magazinen, von denen man aber in England hört, dass man ihr die Approbation aberkannt hat, weil sie irgendwelche Sachen
falsch gemacht hat oder sogar betrogen hat oder was, bin ich nicht im Bilde. Aber in jedem Fall, wenn man da mal reinguckt in die Studie, das ist ja interessant, das sind teilweise nur 10 Pferde oder 15 Pferde für irgendwas gemacht. Und das soll jetzt für alles gelten. Also es ist ja auch eine Frage, was für Pferde mache ich. Ne? Wir haben ja zum Beispiel diese Diskussion mit Nase vor und Genick und diese ganzen Geschichten. Hat ein Pferd Stress, wenn es eng geritten wird? Wenn ich also mal ein Beispiel mache, wenn ich das an einem Haflinger und einem Norweger teste, ja, weil ich die eben gerade habe, und ich versuche mal einem Haflinger den Schädel runterzuziehen, dann hat der Stress. Wenn ich aber ein Pferd habe, was so leicht im Genick ist, dass es sich eigentlich, gerade Jungpferde, wohler fühlt, wenn es mit dem Kopf dichter am Brustkorb ist, weil physikalisch der Kopf dann leichter ist, als wenn er ihn da festhalten muss da vorne, dann habe ich genau das Gegenteil. Es ist ja mal die Frage, mit was für Pferden hat man das angeschaut. Also jetzt nur ein Beispiel. Das ist so schwierig für uns Reiter, für uns Laien, für Manualtherapeuten, die sind ja auch nicht medizinisch in dem Sinne im Regelfall im Thema so drin jetzt, wie man das vielleicht erwartet. Also das ist so problematisch, wenn es heißt, ja, da gibt es eine klinische Studie zu, dann ist das so. Nein, das ist einfach nur das, was man gerade so weiß, bis einer kommt, der eine bessere Studie macht, oder? Also oft ist es so. Man muss lernen, und das lernt eben der Laie nicht, eine Studie zu lesen. Ja. Das heißt, man muss sehen, wie ist die Anzahl der Probanden, wie ist die Pferdeauswahl, was für Pferdetypen hat man. Ja. Kann man sich auf die Aussagen dieser Studie verlassen? Ja. Ja, nein. Und das ist schon sehr, sehr unterschiedlich. Aber ich möchte auf einen anderen Punkt zurückkommen, der mir nochmal sehr wichtig wäre in dem Zusammenhang, ist Wahrnehmung. Hat es jetzt vorgestern noch wieder, eine Kundin kam zu mir, wollte eigentlich nur, dass ich abnicke, dass das Pferd jetzt fürs nächste Turnier fit ist. Und dann sagte ich zu der Kundin, das Pferd ist lahm, hinten rechts. Und man konnte auch schon eine Muskeldelle erkennen am Hüftgelenk. Das Pferd war auch sehr schmerzhaft dort. Und die Kundin sagte, das habe ich gar nicht bemerkt. Und das ist genau das Dilemma, was wir bei Menschen haben. Das heißt, wir nehmen Dinge unterschiedlich wahr. Und jetzt kann man Wahrnehmung trainieren, sodass man besser wird, sodass man Übereinstimmung hat. Und ich habe, und das bestätigt mich auf meinem Weg immer wieder ein bisschen, mit guten Manualtherapeuten ein hohes Maß an Übereinstimmung, wie wir Pferde wahrnehmen. Und das sagt mir einfach, wir können das lernen. Ja. Und du hattest anfänglich gesagt, dass eben viele Menschen die Pferde auch nicht mehr abfühlen. Ja. Aber mich hat tief geprägt, das Fühlen, die Pferde zeigen mir, wo es weh tut. Ja. Und wenn ich hier starke Schmerzpunkte habe im Widerrissbereich, dann weiß ich, dass entweder der Sattel nicht passt oder das Pferd Halsprobleme hat, ja, weil es häufig in der Kombination vorhanden ist. Und für mich geht es darum, wie können wir Menschen schulen, dass sie da mehr erkennen und es eben auch anders wahrnehmen und vor allen Dingen auch mal Kritik zulassen. Das heißt, mein Traum war immer, 5 Tierärzte untersuchen ein Pferd und kommen zur gleichen Diagnose. Es funktioniert nicht. Und da taucht natürlich die Frage auf, können wir das durch Technik ausgleichen? Da haben wir eben Systeme wie, vielleicht muss ich einen Begriff erläutern. Wir machen eine subjektive Lahmheitserfassung. Und da gab es mal eine schöne Fortbildung in einer Pferdeklinik, da wurde ein lahmes Pferd gezeigt und dann konnten die Tierärzte versammelt dort abstimmen, wo das Pferd lahm ist. Abstimmen, okay. Und dann kam dann eine Grafik und dann hatte sich 1/3 der Tierärzte für hinten links, vorne rechts entschieden und die anderen 2/3 haben sich für vorne links und hinten rechts entschieden. Das Pferd war hinten rechts lahm und hatte Überlastung nach vorne links. Das zeigt genau das Dilemma, wie subjektiv das ist, was wir machen. Daraufhin gab es 2016, 18 auf dem Kongress in England eine große Diskussion über subjektive und objektive Lahmheitserfassung. Und diese objektiven Systeme wie Lameness Locator, SLAPE-Technologie, Gait-Analysis-Systeme helfen uns zu erkennen, wo das Pferd lahm ist. Und das ist auch für viele eine gute Sache. Aber es ermöglicht uns nicht zu erkennen, ob das Pferd jetzt wirklich locker über den Rücken schwingt, weil das Gerät nimmt nur Lahmheiten wahr. Das Gerät nimmt nicht wahr, ob das Pferd an der Longe den Kopf ganz weit nach außen dreht oder verdreht, weil ihm der Hals weh tut.
Das nimmt dieses System nicht wahr, sondern wir brauchen immer den Menschen, weil der Menschen einfach viel mehr Informationen verarbeiten kann, was diese Systeme nicht können. Das heißt, wir müssen einfach die Tierärzte dahingehend mehr ausbilden, dass sie sehen und fühlen und dass diese Basic Skills beim Menschen eingesetzt werden und wir uns weniger auf Technik verlassen. Ja, ist ja ein bisschen was zu tun. Also schön, wenn man die Dinge tatsächlich dann auch angreift und da was macht. Also das wäre schon gut. Also uns als Reiter und Pferdemenschen wird es helfen, weil also die Diskussionen, die da teilweise auch akademisch laufen, sind natürlich oft nicht hilfreich, weil der Kunde möchte ja einfach nur ein gesundes Pferd und das sind ja teilweise auch, also ich habe das jetzt hier erlebt, da hat sogar ein Tierarzt in so einer Ankaufsuntersuchung so ein polemisches Pamphlet da noch abgeschickt zum Thema ECVM, was denn manche Tierärzte meinen und manche nicht. Also das war schon erstaunlich. Also da gibt es ja auch viel Diskussionen scheinbar in der Branche, was man will und was man nicht will. Aber ich glaube, wenn man es darauf reduziert, dass man sich wieder damit beschäftigt, die Pferde wirklich in der Sache und unter Belastung dann zu sehen, ob sie wirklich lahm oder nicht lahm sind, bei gleichzeitigem Sensibilisieren der Reiter dafür, was ist denn gesund und was ist nicht gesund, dann hat es, glaube ich, eine Perspektive. Aber trotzdem, glaube ich, sollten wir als Abschluss auch wieder auf unsere ursprüngliche Aussage zurückkommen. Ich glaube, dass Gesundheit und Stabilität, Stabilität kann man, glaube ich, nicht röntgen. Also das gibt, glaube ich, keinen Tierarzt, der sagen kann, das Pferd ist stabil, wenn er es geröntgt hat. Ich glaube, das ist was man mal versuchen sollte zu definieren und was, glaube ich, schön wäre, wenn man in die Richtung weiterdenkt. Ich glaube, das hast du vorhin sehr schön auf den Punkt gebracht. Das habe ich richtig verstanden, oder? Das ist eigentlich das, was es ist, oder? Also mir macht das einfach sehr viel Spaß. Ich reite gerne, ich habe mein Pferd sehr gerne und ich möchte einfach nicht wahrgenommen habe. Ich musste viele Jahre lernen, um dahin zu kommen. Ja. Das heißt, wir tun vielen Pferden einfach Unrecht, indem wir sie zu etwas zwingen, was sie nicht können. Ja. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn wir da weiterkämen. Ja. Und das gilt für Freizeitpferde genauso wie für Sportpferde. Haben wir ein Brett zu bohren? Ist vielleicht definitiv eine Aufgabe für uns alle. Soweit erstmal ganz, ganz lieben Dank, lieber Ralf. Ich glaube, da ist eine Menge Infos gekommen. Ich hoffe, wir haben es nicht überstrapaziert, aber ich glaube, es ist unser Thema, worüber wir den ganzen Tag arbeiten und tun. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du die Zeit genommen hast. Und ich hoffe, dass ihr alle draußen ein bisschen was mitgenommen habt. Es hat Spaß gemacht.